Das war so mutig, eine 6 Stunden lange Oper zu schreiben, ohne Sex and Violence. François d'Assise ist einfach ein elektrisierendes Stück. Ich hatte damals die Uraufführung nicht in Paris gesehen, ich hatte sie im Fernsehen gesehen. Aber das war ein Ereignis. Und als eben dann klar war, dass Kent als GMD kommt, habe ich gedacht, dann müssen wir es machen. Ich habe natürlich viel Kontakt mit der Musik von Olivier Messiaen gehabt. Hat er mir eingeladen, nach Paris zu kommen. Und für das, ich lade sie ein, mit mir für ein Jahr zu wohnen, mit mir zu arbeiten und dann zusammen wir werden die Präparation für Saint-François d'Assise machen. Und das war eine Lebensänderung für mich. So, ich habe zu Hause als Geschenk von Yvonne Loriot, wenn der Meister ist weggegangen. Messiaen hat selbst die ganze Oper gesungen. Ich habe das alles als Tonbänder bei mir. Natürlich, alle die Partituren, das Messiaen hat gesagt, hat beeinflusst. Die Idee hinter Saint-François d'Assise. Ja, ich halte das immer und es bleibt im Kopf. Es geht um Franziskus, es geht um diese Person, die eben eine extreme Aura hatte und die so viele Menschen dann versammeln konnte, um seine Art von Denken. Man kann natürlich heute Parallelen suchen. Man sieht zum Beispiel junge Menschen, die sich bei Sea-Watch engagieren, aufs Schiff gehen, das Meer absuchen, dass man das eben zusammenführt, dass die Menschen, die wirklich für eine bessere Welt sich verwenden, auch zusammenkommen. Und das kann die Aufgabe von Kunst und von Kultur sein. Das war Dernons Idee, in Elbphilharmonie zu gehen mit diesem Spektakel. Er hat selbst konzipiert ein Sonderbühnenbild. Das ist nicht richtig traditionell Bühnenbild, es ist eher Time and Space Spiel. Und ich habe zu mir gedacht, ja, ich glaube, dass Messiaen wird das lieben. Es war schon so, obwohl die Elbphilharmonie nicht eröffnet war, dass ich gedacht habe, wir müssen es aber dort machen und nicht im Theater, weil ich glaube nicht so an dieses Illusionstheater für dieses Stück, sondern ich dachte, man muss einen anderen Raum finden, einen Raum, der einfach Menschen versammelt. Für mich war ganz klar, Film ist eigentlich das wesentliche Erzählmittel, das Narrativ an dem Abend. Ich werde in 7 Meter Höhe über der Elbphilharmonie fliegen, beziehungsweise im Raum der Elbphilharmonie. Und habe Orchestermusiker unter mir. Das heißt, es ist ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. 7 Meter ist ja auch eine ganze Strecke. Ich bin die Verbindung zwischen Gott, dem Himmel und dem heiligen Franziskus. Ich glaube, ich bin auch in diesem Zusammenhang eine Verbindung zwischen Konzert und Oper. Das heißt, ich bin die einzige Figur, die wirklich spielen darf, die sich bewegen darf, die vielleicht auch etwas Verschmitztes haben darf, mit dem Publikum ein bisschen kommunizieren kann, mit Blicken und so. Und ich verbinde sozusagen die beiden ästhetischen Welten, die Planeten von Oper und Konzert. Ich bin ein bisschen traurig, dass Messiaen könnte nicht die Philharmonische Staatsorchester hören. Wir haben diesen Klang, das nur 350 Jahre geben können. Es kommt aus Tradition. Wenn wir spielen, an diesem Moment, man hört die Zukunft und man hört diese lange Vergangenheit. Eine berühmte Szene ist, Francis ist in der Nähe von Wasser.
Und es ist nur hier in Hamburg, dass wir können die Farben von Wasser geben. Weil Wasser ist nicht eine Farbe, es ist verschiedene Farben. Konstant in Änderung. Ich wünsche, dass Mission könnte unsere Farben hören.